всех говорят, потому что, мне кажется, лучше... Der Bürgermeister von Moskau, Sobjanin, hat diese Woche Proteste der vergangenen Woche kommentiert mit, ja, diese Leute hätten versucht, das Amt des Bürgermeisters zu stürmen. Steht das im gleichen Kontext, dass eigentlich hier die Demonstranten als gewalttätige Machtumstürzer porträtiert werden sollen? Wie ist das einzuschätzen? Genau, also es ist ja nicht nur in Russland, sondern auch in anderen postsowjetischen Staaten ein Dauerargument, wir wollen Ruhe und Stabilität, bloß kein Chaos. Also besser Autoritarismus, besser eine starke Hand als das Chaos der 90er, Kriege, gewalttätige Umstürze und so weiter und so fort. Und ironischerweise wird in Belarus zum Beispiel davon gesprochen, guck mal, bei uns ist doch alles stabil und friedlich, anders als in Russland, das ständig an irgendwelchen Kriegen beteiligt ist. Und in Russland wird gesagt, guck mal, bei uns ist wenigstens alles stabil, anders als in der Ukraine, wo es alle paar Jahre eine gewalttätige Revolution gibt. Und das Dauerthema ist, die Oppositionellen sind Feinde des Volkes und verleiten die jungen Leute zu gewalttätigen Handlungen, weil sie das Land ins Chaos stürzen wollen. Ihnen ist wichtiger, dass sie selbst an die Macht kommen, als dass die Leute ihre Ruhe haben. Und deshalb ist immer das Argument, auch wenn es überhaupt nicht stimmt, dass zu Gewalt aufgerufen wird, dass es einen Versuch eines gewalttätigen Umsturzes gibt. Und aus meiner Sicht ist das eigentlich eine Ironie, denn die Protestbewegung in Russland ist vielleicht die am wenigsten revolutionäre, also zumindest in der Nordhalbkugel heutzutage. Ja? Also es ist ein Mantra der fast aller Oppositionsbewegungen in Russland, dass man ja bloß keine Revolution will, sondern eine Reform. Wir wollen das System demokratisieren und nicht stürzen, wir wollen kein Blut, wir wollen keine Revolution, wir wollen einfach nur, dass die Gesetze eingehalten werden. Kann man sich das in einem größeren historischen Kontext damit erklären, mit der Oktoberrevolution, dass Russland die Oktoberrevolution wie traumatisiert davon ist, auch 100 Jahre später noch? Ich denke eher mit den 90er Jahren. Also die 90er Jahre waren für einige eine Erfahrung nie dagewesener Freiheit und unbegrenzter Möglichkeiten, aber für den Großteil der Bevölkerung natürlich eine Erfahrung von Chaos, Armut, unklaren Regeln und Gewalt. Und da das die erste Periode war, die sich offiziell Demokratie nannte, wird natürlich dieses Chaos mit Demokratie in Verbindung gebracht. Und auch das ist natürlich ein Grund, warum jetzt seit ein paar Jahren zum ersten Mal viele junge Leute auf die Straße gehen. Denn das ist die erste Altersgruppe, die das nicht selbst erlebt hat. Also denen man nicht mehr mit diesem Argument kommen kann, erinnert ihr euch denn nicht an das Chaos der 90er? Die können das gar nicht, weil die damals noch gar nicht geboren waren. Was würden Sie sagen? Lässt sich in der Reaktion der Polizei ein Muster erkennen, das sich in irgendeiner Form erklären lässt? Das ist immer ein Stück weit Spekulation. Also abschließend könnte man diese Frage beantworten, wenn man in die Köpfe oder die Smartphones der Verantwortlichen reinschauen könnte, was wir nicht tun können. Aber ich denke schon, dass man sagen kann, in dem Moment, wo die Protestierenden ein bisschen zu mutig werden und ihnen das Gefühl erster Erfolge zu Kopf steigt, also jedes Mal, wenn es mehrere große Demonstrationen hintereinander gegeben hat und die Teilnehmer sagen, so, jetzt hören die uns endlich zu. Wir sind straffrei zu Zehntausenden durchs Moskauer Stadtzentrum marschiert. Da wird dann immer drauf gehauen, einfach um den Leuten zu zeigen, was Sache ist. Es ist eine sehr komplexe Dynamik, nicht nur zwischen den Protestierenden und der politischen Elite, also das sind weder das eine noch das andere ist jemals so ein monolithischer Block, sondern vor allem innerhalb des Staatsapparats gibt es ganz, ganz komplizierte Dialektik, die von außen meistens überhaupt nicht einsehbar ist, die aber letztendlich ganz vieles davon erklärt, was wir dann auf den Plätzen und auf den Straßen sehen. Was würden Sie sagen? Oppositionspolitiker wie zum Beispiel Alexei Nawalny, wie nutzt dieser Protestbewegung für sich und seine Zwecke? Wenn man sich zum Beispiel Nawalnys gescheiterte
Kampagne ansieht vor ein paar Jahren, als er versucht hat, an den Präsidentenwahlen teilzunehmen und Unterschriften gesammelt hat, damit er als Kandidat registriert wird. Da ist er durchs ganze Land getuckert, hat sich überall mit Aktivisten getroffen und in vielen Fällen waren das nicht einfach Nawalny-Unterstützer, sondern das waren Leute mit konkreten Problemen. Taxifahrer, die mit korrupten Beamten zu tun haben, ein Schüler im Fernen Osten, der öffentlich irgendwas über Politik gepostet hat und deshalb Probleme hat in seiner Schule. Umweltaktivisten und so weiter und so fort. Und das wurde von einem Team von Dokumentarfilmern dokumentiert. Deshalb kann man sich da viele Szenen ansehen. Und mir ist aufgefallen, dass Nawalny jemand ist, der diese mediale Aufmerksamkeit ganz geschickt ausnutzt und sagt, guck mal, und die Taxifahrer, die unterstützen mich auch. Und die Umweltaktivisten unterstützen mich auch. Letztendlich geht es ihm aber nicht um diese lokalen Anliegen, sondern er versucht das alles zu bündeln und zu sagen, erstes und einziges Ziel im Moment ist, dass ich an der Wahl teilnehmen darf. Alles andere kommt danach. Erstmal müssen wir das System reformieren, dann lösen wir eure Probleme. Was würden Sie sagen? Worin unterscheiden sich Kundgebungen, die von Unterstützern von Wladimir Putin organisiert wurden, und solchen Kundgebungen, die aus der Gegnerschaft heraus organisiert wurden? Der große Unterschied ist natürlich die Organisatoren dieser Aktion. Das sind natürlich alles Menschen, die sehr eng mit dem Staatsapparat verbunden sind. Ganz gleich, in welcher Rolle sie offiziell auch auftreten. Und viel stärker ist auch die interne Kontrolle auf diesen Demonstrationen. Das heißt, es gibt nicht nur außenrum Metallzäune und Detektoren, durch die man reingeht und dann ist man im Raum des Protests und innen drin fühlt man sich frei und hat das Gefühl, okay, ich bin jetzt in so eine Insel gedrängt, aber zumindest bin ich unter meinesgleichen und kann hier erzählen und singen, was ich will. Sondern auf diesen Pro-Putin-Demos gibt es so eine Art Endoskelett, wo also innerhalb des Protestraums ganz viele Polizisten oder vor allem eben Staatsdiener in Zivil unterwegs sind, die immer horchen, sagt da einer was er nicht sagen soll. Denn Sinn des Ganzen ist ja ein Fernsehbildchen. Wir wollen im Fernsehen zeigen können, guck mal, da sind 200.000 Menschen, die Putin unterstützen. Auch wenn viele von denen tatsächlich aus ganz authentischen, ehrlichen Beweggründen gekommen sind, wird immer sehr, sehr streng kontrolliert, dass keiner ausschert, dass keiner aus der Reihe tanzt. Und das ist, denke ich, der größte Unterschied.